Leute, was geht? Ich bin's hier, Rebecca, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Wächter hat sich bei mir gemeldet und will mit mir Duckchi spielen. Ich habe das noch nie gespielt und ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Auf jeden Fall muss ich die selber basteln. Und das machen wir jetzt gleich erst einmal. Dann werde ich ein bisschen üben, dachte ich mir. Und dann müsste es soweit sein, dass der Wächter kommt. Er kommt zu mir nach Hause, Leute, und will mich herausfordern. Ich muss gewinnen. Lasst euch einen Daumen nach oben da. Jetzt. Ja, wenn ihr meint, dass ich es schaffe, den Wächter zu besiegen, dann schaffe ich das vielleicht mit eurer Hilfe, mit Team Beckys Hilfe. Auf jeden Fall gebe ich mein Bestes. Ich werde mir auch noch ganz genau die Spielregeln anschauen. Dann schauen wir mal. Ich habe Angst, wenn er kommt, Leute. Ich bin echt nervös. Mein Puls, Leute, der geht so die ganze Zeit. Puls auf 180. Ich habe so Angst. Wenn ihr noch hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt vor. Let's go! Zuerst einmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe einen Brief bekommen, Leute, vom Wächter. Hier seht ihr das. Und hier steht drin, lass uns mit den Spielen beginnen. Die erste Runde wirst du gegen mich antreten und Duckchi spielen. Verlierst du, werde ich etwas von deinem Kanal löschen. Gewinnst du, geht es in die nächste Runde. Deswegen, es wird weitergehen, Leute. Ich weiß nicht, wie viele Spiele folgen werden, aber wahrscheinlich so viele wie bei Squid Game. Möge der Bessere gewinnen. Und ich habe eine Anleitung bekommen. Wenigstens das, damit ich weiß, wie das geht. Aber das sieht für mich so aus, als würde ich es nicht kapieren, Leute. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Wir nehmen jetzt hier ein viereckiges Blatt Papier. Einmal blau und einmal rot. Und die müssen wir jetzt einmal in der Hälfte knicken. So, das machen wir jetzt so. Also es muss einmal so aussehen. Anscheinend einmal solche Dreiecke knicken. Okay, Alter, ich bin überhaupt nicht gut im Knicken. Ne? Auch etwas, was ich nicht kann. Ist das überhaupt ein Dreieck? Nee, irgendwie nicht. Alter. Ach so, okay. Ja, das macht Sinn, ne? Hier, das muss so ein Dreieck sein. Also ein schönes Dreieck, das so richtig über die Kanten geht. Und das müssen wir auch von unten machen. Aber von der anderen Seite. So muss es dann aussehen. Sowas muss entstehen. Und dann kapiere ich den nächsten Schritt nicht, Leute. Was ist das? Bei Schritt 7 funktioniert mein Gehirn nicht mehr. Was soll ich denn dann machen? Irgendwie muss ich das nochmal knicken, glaube ich. Ich glaube, wir müssen es einmal so knicken, damit in der Mitte so eine Linie entsteht. So, dann haben wir 4 Dreiecke eigentlich. Und dann müssen wir daraus wieder ein Viereck machen. Kann jemand in so Formen denken? Ich kann das nicht. Mein Respekt an euch, aber ich glaube, wir müssen irgendwie das nochmal, ja, genau so wahrscheinlich falten. So kleines Duckchi? Das wird ja winzig. Was ist, wenn er das extra gemacht hat? Was ist, wenn wir größeres Papier brauchen? Weil das kann doch niemals so klein bleiben. Leute, wenn das so klein ist, dann wird er gewinnen. So klein war das doch gar nicht. Das kann doch nicht so klein werden, Leute. Das ist Miniatur. Aber es könnte vielleicht funktionieren. Ich probiere es dann mal aus, wenn ich es dann hinbekommen habe. Ansonsten werde ich ganz schnell anderes Papier kaufen. Okay, wir müssen jetzt so ein Viereck hinbekommen. Hier sieht man 2 Dreiecke. Und die kann man, ja, so aufklappen, dann hat man diese Form. Das hat mir jetzt nicht so viel bei der Anleitung gebracht, aber wenn man ein bisschen logisch denkt, dann kriegt man das irgendwie hin. Leute, ich bin jetzt bei dieser Form und ich weiß nicht, wie man das umsetzen soll. Woher kommen die ganzen Dreiecke? Ich bin lost. Ich bin so lost. Okay, Leute, ich habe mir ganz kurz ein Tutorial angeguckt. Die haben das mit großen Papieren gemacht. Also keine Ahnung, ob das was wird, aber ich mache es jetzt erstmal. Und laut der Anleitung braucht man zwei dieser Formen. Man muss das nachher übereinander legen. So geht das, Leute. Okay, wieder dasselbe. Erst einmal normal falten. Vielleicht mache ich das sonst einfach nachher mit normalem Papier. Ich schaue mal und dann benutze ich das. Es ist dasselbe, Leute. Aber wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr einfach normales Papier nehmen. DIN A4, aber man muss 2 solcher Form am Ende haben. Man muss das so rüberlegen. Da, so muss das aussehen, wie so ein Stern quasi. Und dann musst du von jeder Seite das so rüberlegen. Man muss das so ineinander reinstecken, dass am Ende so ein Viereck entsteht. Und dann ist das fertige Duckchi fertig. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch mit Rot. Einmal in der Mitte knicken. So, jetzt machen wir Dreiecke wieder. Dann so übereinander legen, dass daraus ein Stern entsteht. Und jetzt richtig schön ineinander reinstecken. Ist ein bisschen tricky, aber so muss es am Ende aussehen. Also ihr müsst mal schauen, wie ihr das am besten reinsteckt. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt 2 dieser geknickten Umschläge für Duckchi. Und ich weiß echt nicht, ob das damit machbar ist. Guck mal, wie klein das ist. Ich mache das Ganze jetzt nochmal mit DIN A4. Dann seht ihr den Größenunterschied. Leute, wir haben gute Nachrichten. Ich habe noch Karton gefunden. In groß. Also machen wir uns ran an den Speck. Und das kann weg.
So Leute, ich habe nach 100.000 Mal Knicken es hinbekommen. Es sieht nicht so schön aus, weil es ist eher dickeres Papier. Dickerer Karton, fast schon. Also das sieht besser aus. Besser wäre dünnes Tonpapier. Also wirklich dünnes, wie ein Papier. Aber man kann halt auch weißes Papier nehmen und dann einfach anmalen. Aber es sollte eigentlich halten. Ich glaube, wenn man das wirft, dann ist das auf jeden Fall besser als das. Aber ich probiere gleich mal beides aus. Und das mache ich jetzt auch noch mit Blau. Seht ihr den Unterschied? Der ist riesig. Guckt es euch einfach mal an. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt aus. So Leute, ich bin jetzt unten und ich habe hier jetzt meine Duck Cheese. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Eigentlich muss man es nur umdrehen. Das ist eigentlich das Spiel. Deswegen, wir probieren es mal mit beiden Varianten aus. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh mein Gott, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Erstmal klein. Mal gucken, ob das geht. Ja, es funktioniert ja super. Wir müssen das irgendwie umdrehen. Das darf sich nicht umdrehen, sondern das andere. Man muss das so richtig raufhauen. Ja, voll daneben. Ja, nee, das funktioniert nicht. Vielleicht mit den dickeren? Ich sagte ja, das dickere ist vielleicht besser, weil es liegt so schön in der Hand. Ja, nee, das darf auch nicht sein. Oh mein Gott, das ist gerade hochgeflogen. Nein! Hä, Leute, wie soll das gehen? Ich habe das gerade ausprobiert, aber das dreht sich nicht. Oder, Moment, in der Serie meinte irgendwie einer irgendwas umdrehen. Soll ich das mal andersrum probieren? Vielleicht geht das dann. Also das Kleine hier liegt überhaupt nicht gut in der Hand. Das auf dem Boden liegt vielleicht? Ich probiere es mal. Oh mein Gott, das sah schon gut aus. Oh mein Gott, muss ich das vielleicht auch noch umdrehen? Muss ich das so rum raufschlagen oder so rum? Ich habe keine Ahnung, ich probiere es einfach. Ja, okay, damit funktioniert es nicht. Oh mein Gott, es geht ein bisschen hoch. Also so rum ist auf jeden Fall besser. Was, wenn ich das so rum mache und dann so vielleicht? Ja, das geht kaum. Ja! Leute, das wäre ein Punkt für mich. Leute, ich hab's hinbekommen. Aber es müsste eigentlich soweit sein. Warte. Auf die Minute genau. Der Wächter müsste jetzt da sein. Leute, der Squid Game Wächter ist da, aber diesmal hat er irgendwie einen Kreis auf der Maske. Wurde irgendwie ein anderer... Hatten wir nicht irgendwie einen, der vorher ein Dreieck hatte? Hör auf zu reden und spiele. Okay. Ich sag nichts mehr, Leute. Ich sag nichts mehr. Dies sind die Duck-Cheat-Regeln. Erst spielen wir Schere, Stein, Papier und losen so aus, wer als erstes anfangen darf. Du musst es schaffen, es mindestens 2 von 3 Mal umzudrehen. Fehlst du dann, werde ich was von deinem Kanal löschen. Gewinnst du, kommst du in die nächste Runde. Schere, Stein, Papier. Verdammt, gleich. Schere, Stein, Papier. Wieder gleich. Schere, Stein, Papier. Oh mein Gott. Ja, ich darf anfangen. Okay, 3, 2, 1. Verdammt, nicht geschafft. Der Wächter ist jetzt dran. Okay, ich bin jetzt dran. Wieder nicht geschafft, verdammt. Leute, ich muss es unbedingt hinbekommen. Nein. Okay, Leute, ich bin nicht die einzig Schlechte hier. Verdammt. Leute, ich muss es umdrehen. Wieder nicht. Okay, mal gucken, ob ich es diesmal hinbekomme. Ja! Punkt für mich! Punkt für mich, Leute! Bestanden. Okay, Leute, wenn ich diese Runde gewinne, dann bin ich weiter. Das muss jetzt die entscheidende Runde sein, die ich gewinne. 3, 2, 1. Verdammt. 3, 2, 1. Fast. Okay, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ja! Ja, Leute, ich hab's geschafft! So schnell! Bestanden. Diesmal hast du noch Glück gehabt und konntest Duck-Cheat, aber beim nächsten Mal wirst du verlieren. Bald erhältst du Infos für das nächste Spiel. Der Squid Game Wächter ist gegangen und ich habe gewonnen! Ja, Mann, ich hätte niemals gedacht, dass ich gegen den Squid Game Wächter gewinne. Ich dachte, er ist viel besser in Duck-Cheat, aber war er überhaupt nicht. Er war verdammt schlecht. Ich hoffe, das hört er nicht. Aber egal, ich habe gewonnen mit euch zusammen, Leute. Ihr habt mir Glück gebracht. Ich bin der festen Überzeugung davon. Und ich hätte es niemals mit den Kleinen von dem Wächter geschafft. Zum Glück hat er es nicht gemerkt. Aber ich habe das Gefühl, es war ein anderer. Er hatte ein anderes Zeichen drauf. War das nicht vorher ein Dreieckkerl? Aber er hörte sich genauso an. Leute, aber ich habe es einfach mal geschafft. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe noch nie Duck-Cheat gespielt. Punkt für uns, Leute. Ich musste diese Runde gewinnen, einfach nur. Und das war entscheidend. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn der Wächter sich wieder bei mir meldet mit dem nächsten Spiel. Und ja, bis dahin, ich habe euch so, so doll lieb. Bye!